Bock auf versunkene Kartoffeln? So wie Mama sie schon gemacht hat und so sind sie besonders gut. Eine super Resteverwertung. Super lecker, super cremig. Einfach easy. Schau dir das Video an. Auf jeden Fall. Tag zusammen. Wir machen heute was mit dem bösen Käse. Hallo. Wir machen heute versunkene Kartoffeln. Richtig, ein Rezept von meiner Mama. Von deiner Mama oder von deiner Oma, glaube ich sogar, ne? Die haben das alle schon gemacht. Ist eigentlich eine relativ einfache Nummer, vor allem eine super Resteverwertung, wenn du vom Tag vorher noch Kartoffeln übrig hast. Absolut. Also sind so Kindheitserinnerungen bei meiner Frau. Ich kenne es gar nicht, aber ich freue mich drauf. Ja, und eine meiner Lieblingszutaten ist dabei. Ja, Schmelzkäse, der böse Käse. Ja. Ja, ist egal, kommt mit rein, gibt Geschmack, kommt dazu. Dann kommen wir mal zu den Zutaten. Da haben wir einmal hier einen schönen Schwarzwälder Schinken, richtig? Richtig. Dann Frühlingszwiebeln, die haben wir bei uns eingefroren gehabt. Dann ein bisschen Stärke, Sahne, Milch, Sahne. Dann ein paar Schnittlauchröllchen getrocknet. Kannst natürlich auch gerne frische holen, wenn du willst. Dann Kartoffeln vom Vortag, gepellt und Salz und Pfeffer. So sieht's aus. Mehr braucht man da nicht. Nö. Doch. Den Gratin-Käse. Wir brauchen noch beziehungsweise Gratin-Käse. Wir brauchen geriebenen Käse. Ich gehe holen. So, schnell wie der Blitz, Gratin-Käse. Oder Gratin-Käse. Gratin-Käse. Sagt man auch in verschiedenen Landesortszeichen hier. Also ich sag doch schon mal ganz gerne. Gratin-Käse. Gratin. Ja, als Zubehör brauchen wir nur noch eine Auflaufform und ein bisschen Küchengeschirr. Der Backofen, der ist schon am Vorheizen jetzt auf 160 Grad, ne Quatsch, 180 Grad, Umluft. Ich würde sagen, dann kriegen wir den ganzen Krempel mal zusammen. Ja, und dann ist der Drops auch schon fast gelutscht, oder? Oh ja, schnelle Feierabendnummer. Ja, jetzt haben wir hier eine Schüssel. Daran kommt jetzt unser Käse, wenn man so nennen mag. Unser Mein geliebter Schmelzkäse. Ja. Der gehört einfach in manches Gericht. Ich sag's ja immer Ist wieder. doch okay. Es gibt Gerichte, da muss das Zeug rein. Wie stehst du zu Schmelzkäse? Auch bitte in die Kommentare schreiben. So, wir haben jetzt zweierlei. Einmal den helleren, einmal den dunkleren, weißt Kraftit. Nein, einmal den mit Sahnegeschmack und einmal den etwas würzigeren. Was auch immer das ist, aber es schmeckt. Du isst es sogar mal gerne auf Brot, ne? Ja, auf Brot oder Brötchen. Und dann, jetzt kommt das Gimmick oder der Top-Tipp dazu, eine tolle Erdbeer-, Aprikosen- oder eine Sauerkirschmarmelade drauf. Oh. Das ist ein Gamechanger im Frühstückshimmel. Das ist ein Ding der Powerstedt, ist mir auch egal. Ess so, wie du magst. Ich esse lieber normalen Käse. Im Essen ist er okay, ich brauche nicht immer, aber heute habe ich auch Bock drauf. So, jetzt habe ich hier ein bisschen was von der Milch reingetan. Einfach in der Hoffnung, dass ich den Käse ein bisschen zermatschen kann. Einfach ein bisschen kleiner zu kriegen. Der wird nicht komplett auflösen jetzt, aber einfach, dass man nachher gleich beim Rühren hier ein bisschen einfacher haben. Da vor allen Dingen da nachher ein kleines bisschen verteilt ist in der Auflaufform. Richtig. Geht aber. Ja, das ist halt kein Frischkäse. Nee. Nur eine Chemiebombe. So. Mach Ich nicht, geb wenn jetzt du Ruhe. bezahlt wirst, gib Ruhe und Hast ja recht. Kann doch übertreiben. Wir besonders so Papst. Schmeckt ja, mir auch und ich gut. weiß jetzt schon, dass du nachher am Tisch sitzt und sagst, oh, Ja. oh, das ist wieder gut. Oh, Ist das ein bisschen sehr manch, das ganze Dinge. Jetzt kommen die ganzen restlichen Zutaten dazu. Sahne, Milch. Natürlich wieder Rutzerei gemacht, steht gerade schon. ja, dann wird ja kein Bio von uns, ne? Nö. Dann haben wir hier ein bisschen Stärke. Einfach um die ganze Sache näher zu binden. Die auch schnell rein. Ja, klar. Du hast heute das Rezept hier, ich habe da keine Ahnung von. Doch, alles rein. Gut. Ganz herzlos, so wie du immer sagst. Also alles ganz fettlos hier Das ist reingelassen. ein absolutes Rezept für Faule. Und wir haben keinen frischen Schnittlauch gekriegt. Der sah unmöglich aus, egal in welchem Laden, wo wir waren. Also, Anscheinend ist das Wetter noch nicht so toll, aber von Spicebar gibt es da eine tolle Alternative, nämlich Richtig. unsere Schnittlauchröllchen. und Spice hat auch ganz tolle andere Gewürze. Kannst du dir mal auf der Homepage von denen gucken. Und mit Spice hier Ungar's Kitchen sparst du sogar noch 10% oder bekommst du ein Gewürz umsonst. Je nach Tageslaune. Absolut. Ja. Und so haben wir immer zu Hause. Davon jetzt ungefähr einen Teelöffel, ne? Genau. Das ist ein bisschen mein Esslöffel. Dabei. Auch runterrühren. So.
Und dann ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Ja, Auch einen guten Schlag, weil Kartoffeln ziehen ja. Nicht so viel Salz, weil wir haben noch unseren Schinken. also meinst du den guten Schlag eher vom Pfeffer? Pfeffer. Dann musst du das auch so sagen, mein Schatz. Habe ich doch gerade. Ist doch vorher abgewürgt. Ja. Das jetzt alles vermengen ordentlich. Kannst du auf dem Schneebesen machen. Ich hoffe, ich tue das nicht versauen dabei. Aber alles schön vermengt ist. Und da war schon eigentlich der ganze Zauber. Stelle ich mal gerade zur Seite. Also fast die Hälfte der Vorbereitung ist abgeschlossen. Oh ja. Jetzt haben wir hier unsere Auflaufform. Daran kommt jetzt hier unser Sahne, Käse, Gedöns-Gemisch. Also unsere Soße. Richtig. Aufpassen, nicht will ich gerade hier die ganze Küche versauen. Jetzt holen wir uns immer so eine Kartoffel. Eine vorgekochte Kartoffel. Natürlich, sonst dauert das Ding ja ewig. Genau, du kannst da einfach Kartoffeln vom Vortag nehmen oder du kochst dir schnell welche ab. Pellkartoffeln gehen natürlich auch, aber natürlich vorher pellen. Richtig. Und dann jetzt hier immer so schön. Wie viele Scheiben, mein Schatz? Eine Scheibe reicht, sonst Eine wird es zu heftig vom Geschmack. Probieren ist ein bisschen schöner als ich hier. Schön so eine Kartoffel damit umhüllen. Und dann hier reinlegen. Das ist halt auch ein schönes Gericht, wenn man mal nicht so viel Hunger auf viel Fleisch hat, sondern Ja. einfach nur so ein bisschen Fleisch oder Speck oder Schinkengeschmack haben möchte. Richtig. Das Originalrezept, das muss man dabei jetzt auch mal sagen, ja, da werden die Kartoffeln weiß dann auch vorgeholt, die ganze Sache hier vorbereitet und dann wird über Nacht im Kühlschrank ziehen gelassen, richtig? Richtig, frag mich nicht nach dem Grund. So. Aber kannst du natürlich auch gerne machen. Hast halt für den nächsten Tag ein super Essen vorbereitet. Einfach nach Hause kommen, aus dem Kühlschrank holen und dann nur noch ab in den Backofen. So sieht's aus. Und das ist gerade ein bisschen unschön hier, aber gehen wir auch noch hin. Ich mache einfach fertig und dann geht es gleich schon weiter. Das ist halt das Problem am Schwarzwälder Schinken, ne? Ja. Zieh von oben am besten am Stück runter, ohne die Kartoffel in der Hand. Schatz, du ziehst auch von der falschen Seite. Sonst noch irgendwelche Klugscheißer-Tipps? Hör mal, ein bisschen muss immer, sonst fühle ich mich nicht gut. Meine Mutter sitzt jetzt, wenn die das Video sieht, vorm Bildschirm und sagt, Dina hat recht. Gott. Meinst du, da haben wir hier ein bisschen viel Schwarzwälder Schinken? Ja, das ist ein bisschen mehr. Also wenn du willst, kannst du deine Kartoffelchen auch gerne doppelt umwickeln. Das mache ich jetzt. Ja, kannst du machen. Bestimmt einfacher. Oder auch Auch nicht? darum geht es. Und einfacher. Nein. So, Endspurt. Ich sehe gerade, morgen früh wieder Schwarzwälder Schinken zum Frühstück. So, gehe jetzt hier rein. So sieht die ganze Sache jetzt aus. Und jetzt kommt hier noch ein Käse drüber. Da kannst du wirklich einen Käse deiner Wahl nehmen. Also wir haben jetzt hier so einen Gratin-Käse. 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 Einfach schön herzlos hier komplett drüber, was dran ist. Und Käse ist ja auch Geschmack. Ja. So. Na komm. Und jetzt kommt die ganze Sache für ungefähr eine halbe Stunde im Backofen. Und dann sehen wir uns schon wieder zum Probieren, zum Anrichten. Ich freue mich. Ich bin auch. Bis gleich. Ciao. So. Und hier haben wir jetzt unsere versunkenen Kartoffeln. Die sehen super aus. Schön goldbraun, eine schöne cremige Soße, wie es sein soll. Einmal frei. Ja, kommen wir schon an Scheppen, ne? So, jetzt haben wir hier eine Kartoffel. Oh, schön mit Käse. Einmal. Und da haben wir noch eine, haben wir die lange noch. Wunderbar. Ein bisschen Soße drüber, ne? Absolut. Aber sonst wäre der Schmelzkäse ja da umsonst drin. Mache ich aber jetzt nur jetzt so drüber.
Einfach damit ein bisschen. So. Und so gehen unsere versunkenen Kartoffeln. So wie Mama sie schon gemacht hat, so wie Oma sie schon gemacht hat und so wie wir sie machen. Und sie sind super, super lecker. Da freue ich mich jetzt drauf. Ist zwar keine richtige Tellerschönheit, aber die werden richtig lecker sein. Das wird sowieso alles gleich zusammengematscht mit dem Salat. Genau. Von daher muss nicht schön sein, muss nur lecker sein. Genau, schaut aus. Rezept wählen wir auf unserer Homepage. www.ungers-kitchen.de. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Lass gerne einen wohlwollenden Kommentar da oder ein Däumchen hoch, wie du magst. Ciao. Tschüss. So, wollen wir die ganze Sache mal probieren. Schatz, denk bitte dran. Auch dieses Gericht ist Ist heiß. heiß, ich weiß. Na, ohne Speck. Ja, ohne Speck erstmal. Mit Söschen und Kartoffelchen. Oh ja. Ne? Guter Schmelzi, guter Schmelzi.